Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und hatte bei ihm gelernt. Als er nun seine Jahre herum hatte, sprach der Müller: Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenk ich dir einen Esel. Der zieht aber nicht und trägt auch keine Säcke. Wozu ist er dann nütze? Der speit Gold. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Bricklibrit, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn. Das ist eine schöne Sache, Sprach der Geselle, dankte seinem Meister und zog in die Welt. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer, je lieber, denn er konnt's bezahlen. Als er sich nun ein wenig in der Welt umgesehen, dachte er: Du musst doch sehen, was dein Vater macht, mit dem Esel wird er dich gern aufnehmen. Nun trug sich's zu, dass er in dasselbe Wirtshaus kam, wo sein Bruder auch gewesen war. Der Wirt wollte ihm seinen Esel abnehmen. Er aber sprach: Nein, meinen Grauschimmel, den führ ich selbst in den Stall und bind ihn fest, denn ich muss wissen, wo er steht. Darauf fragte er den Wirt, was zu haben wäre, und hieß ihn das Beste auftischen. Der Wirt machte Augen und dachte: Einer, der seinen Esel selbst anbindet, der hat auch nicht wie zu wärseren. Als aber der Geselle in die Tasche griff und ihm 2 Goldstücke gab, um dafür einzukaufen, so lief er und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit sprach der Geselle: Was bin ich dafür schuldig? Nok ein paar Goldstücke. Antwortete der Wirt. Der Gast griff in die Tasche, aber sein Geld war gerade zu Ende, da nahm er das Tischtuch und ging damit hinaus. Der Wirt wusste nicht, was das bedeuten sollte. Er schlich ihm nach und sah, wie er in den Stall ging und schaute durch ein Astloch in der Türe. Da breitete der Gesell das Tuch unter den Esel und rief: Bricklibrit. Alsbald fing das Eselein an, Gold zu speien von hinten und vorn, dass es ordentlich auf das Tuch niederregnete. Der 1000. So ein Geldbügel, da ist nicht übel. Als der Geselle seine Zeche bezahlt hatte, legte er sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab. Er band einen andern Esel an die Stelle und führte das Goldeselein in einen andern Stall. Morgens zog der Geselle fort, meinte, er hätte seinen Esel und hatte einen andern. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an. Dieser freute sich, als er ihn sah, und sprach: Mein Sohn, was bist du geworden? Ein Müller, lieber Vater. Nun, was hast du mitgebracht? Vater, einen Esel. Esel gibt es hier auch, wenn's weiter nichts ist. Ja, es ist aber ein Goldeselein, sag ich zu ihm, Bricklibrit. So speit es Gold ein ganzes Tuch voll. Lasst nur alle Verwandte rufen, ich will sie reich machen. Da wurden alle Verwandte berufen. Als sie beisammen waren, sprach der Müller: Macht ein wenig Platz. Er breitete das beste Tuch auf die Erde, das im Haus war. Dann ging er und zog seinen Esel herein und stellte ihn darauf. Als er nun rief: Bricklibrit. Und meinte, die Goldstücke sollten in der Stube herumspringen, zeigte sich's, dass der Esel nichts davon verstand. Denn nicht jeder Esel bringt es so weit. Da machte er ein Langgesicht und sah, dass er betrogen war. Die Verwandten aber gingen so arm heim, als sie gekommen waren. Und er musste sich wieder bei einem Müller verdingen. Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn du wissen willst, wie das Märchen weitergeht, dann lass ein Abo da.